Und jetzt das Heute-Journal mit Hannah Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. In einer Sondersitzung des Energieausschusses im Bundestag ging es heute formal um eine Art Vergangenheitsbewältigung. Wer hat im Bundeswirtschaftsministerium wann was zum Thema Laufzeitverlängerungen formuliert? Politisch ging es darum, ob sich der Bundeswirtschaftsminister in der Atomdebatte 2022 angreifbar gemacht hat, sodass die Opposition daraus Kapital schlagen kann. Bislang sind es vor allem CDU, CSU, die auf einen Bericht des Magazins Cicero angesprungen sind. Aber auch aus der FDP gab es kritische Stimmen. Wie sich die Debatte heute darstellte, berichtet Mathis Feldhoff. Robert Habeck hatte sich offenbar vorgenommen, Gelassenheit auszustrahlen, bloß nicht kirre machen lassen von den Vorwürfen. Hat sein Ministerium bei der zeitweisen Verlängerung der Atomkraft letztes Jahr Fakten unterdrückt? Hat es gar nicht objektiv geprüft? Was war seine Rolle? Was wusste er über die Vorgänge in seinem Haus? Er trägt als Minister die politische Verantwortung für alle Vorgänge in seinem Ministerium. Deshalb muss er jetzt aufklären. Die Lage ist mehr als verworren. Ende 2022 wollte Deutschland raus aus der Atomkraft, lange geplant und mit politischen Mehrheiten beschlossen. Doch die Energiekrise zwingt zum Umdenken. Kanzler Olaf Scholz entscheidet, die Laufzeiten von 3 Kraftwerken um 3 Monate zu verlängern. Es wird jetzt nicht mehr geprüft, ob das wohl noch notwendig ist, sondern es wird dann tatsächlich entschieden, es wird jetzt produziert. Doch wäre auch mehr möglich gewesen? Ein Medienbericht unterstellt, das Umwelt- und Wirtschaftsministerium bei der Prüfung Fakten unterschlagen haben. So habe die Arbeitsgruppe S1-2, zuständig für die nukleare Sicherheit im Umweltministerium, aus technischer Sicht 3 Szenarien geprüft, die mit der Aufrechterhaltung der nuklearen Sicherheit vereinbar wären. Der übergeordnete Abteilungsleiter S für Sicherheit und Strahlenschutz, verfügt dagegen, dass die Verlängerung der Laufzeit sicherheitstechnisch nicht vertretbar ist. Ein scheinbarer Widerspruch, der in den fachlichen und politischen Abwägungen eines Ministeriums immer mal wieder vorkommt. Für die zuständige Ministerin die Grundlage einer politischen Entscheidung. Wir reden hier über nukleare Sicherheit und man kann ein Atomkraftwerk nicht einfach an- und ausschalten. Deshalb hat es intensive Erörterungsprozesse gegeben, der nuklearen Sicherheit verpflichtet. Robert Habeck und Steffi Lemke heute im Verteidigungsmodus. In den Ausschüssen des Bundestages rechtfertigen sie die damalige Entscheidung. Der Wirtschaftsminister betont, dass er sich vor allem auch auf die Einschätzung der Kraftwerksbetreiber stützen musste. Entscheidend ist, dass ich in den wirklich relevanten Runden, und das sind die Runden mit den Versorgungsbetreibern, also RWE, EnBW und E.ON, immer die richtigen Fragen stellen konnte. Und da bin ich sicher, dass die gestellt wurden. Dass auch bei den Betreibern die Begeisterung zum Wiedereinstieg in die Atomkraft eher klein war, geht aus einem internen RWE-Papier hervor. Die Gesetzeslage sei verbunden mit hohen Hürden. Technisch bedürfe es erheblichen Anstrengungen, verbunden mit erheblichen juristischen und ökonomischen Risiken. Außerdem seien Personalressourcen nicht mehr vorhanden. Dass der Minister heute zusagt, alle Unterlagen dem Ausschuss zu übergeben, überzeugt am Ende auch den Koalitionspartner. Wir begrüßen diesen Schritt des Ministers, hier volle Transparenz herzustellen, denn es wird dazu beitragen, auch die Einordnung, die hierzu öffentlich passiert, auch noch einmal mit voller Transparenz und voller Aktenlage dann auch vornehmen zu können. Die Opposition ist noch nicht überzeugt und hat weitere Fragen an Robert Habeck. Doch Forderungen nach einem Rücktritt oder einem Untersuchungsausschuss sind heute offenbar vom Tisch. Dann fragen wir noch unsere Hauptstadtkorrespondentin nach ihrer Einschätzung. Diana Zimmermann, bringt das Habeck nun irgendwie in Bedrängnis? Also ist da genug Fleisch am Knochen für einen politischen Skandal? Also so wie es heute aussieht, nein. Die Empörung ist, wie wir gerade ja auch im Beitrag gesehen haben, deutlich abgeebbt. Vor allen Dingen von Seiten der FDP hält man sich doch jetzt sehr zurück. Das liegt vor allem erstens mal an dem Auftritt der beiden Minister heute im Ausschuss. Sie waren sehr betont darin, dass sie tatsächlich ergebnisoffen geprüft haben, und zwar eben nicht nur sicherheitstechnisch, das ist ja der Vermerk, der vorliegt, sondern auch unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit und Verfassungskonformität. Robert Habeck hat eben gesagt, er habe sich in dieser Zeit ganz intensiv mit den Betreibern der Kraftwerke unterhalten und seine Entscheidung befuße eben nicht nur auf Vermerken, sondern auch aus Diskussionen in seinem Ministerium. Zweitens, und das nimmt der Geschichte natürlich auch nochmal Brisanz,
Nichtsdestotrotz sind die Kraftwerke ja länger gelaufen. Nicht, weil Robert Habeck es entschieden hat, sondern weil der Kanzler dann mit einem Machtwort den Streit zwischen den Grünen und der FDP entschieden hat. Sind die Kraftwerke nicht wie von Angela Merkels Atomausstiegsgesetz Ende Dezember 22, sondern erst am 15. April 23 vom Netz genommen worden. Nichtsdestotrotz ist diese Debatte natürlich für die Grünen schwierig, denn sie haut in eine bereits vorhandene Kerbe, die da sagt, mit Unterstützung der Union, die Grünen betrieben eine ideologische Politik, die der Nation schade und die eben nicht technologieoffen und ergebnisoffen sei. Dankeschön. Nach Berlin, Diana Zimmermann. Nachher im Heute-Journal-Update gibt es dazu noch ein Interview mit dem energiepolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Kruse. In diesen hektischen Monaten 2022 wurde den Deutschen jedenfalls schmerzlich bewusst, wie abhängig man sich von Russland gemacht hatte und welche Gefahren damit einhergingen. Dieser Fehler soll sich nicht wiederholen. Allerdings ist Deutschland aktuell noch weit davon entfernt, nur noch politisch unbedenkliche Energielieferanten zu haben. Öl und Gas beziehen wir beispielsweise aus Aserbaidschan, dessen Präsident heute im Kanzleramt in Berlin empfangen wurde. Auch er ein Autokrat, der sein als hochkorrupt geltendes Land mit eiserner Faust regiert und gerade erst die Gunst der Stunde für einen Krieg mit Armenien nutzte. Andreas Künast berichtet. Hier kommt Ilham Aliyev, der geliebte und gefürchtete Präsident von Aserbaidschan, der gerade einen Krieg geführt hat, der Erdgas und Erdöl hat und obendrein den Vorsitz der Weltklimakonferenz. Hier kommt also einmal wieder das ganze Dilemma der deutschen Klima-, Energie- und Außenpolitik. Deutschland setzt Hoffnungen auf Aliyev, der EU 20 Milliarden Kubikmeter Gas verspricht. Aber Aliyevs Kritiker in Aserbaidschan setzen Hoffnungen auf Deutschland. Das zum Beispiel ist Imran Aliyev, der in Baku als Journalist und Übersetzer arbeitet, auch für das ZDF. Vergangenen Freitag wird er verhaftet, verhört und mit Stromschlägen dazu gebracht, ein Geständnis zu unterschreiben. Aserbaidschan ist eigentlich eine Diktatur. Die Medienfreiheit wird mit Füßen getreten, Menschenrechte werden gebrochen. Das heißt, es ist ein typischer Fall und er ist sehr besorgniserregend. Bundeskanzler Scholz sollte sich explizit für die Freilassung des ZDF-Kollegen einsetzen. Bundeskanzler Scholz setzt sich an diesem Morgen dafür ein, dass neben den Industrieländern auch die Schwellenländer den Kampf gegen den Klimawandel finanzieren. Dass mit Aliyev ausgerechnet ein Gasverkäufer die UN-Klimakonferenzen leitet, sei schwierig, sagt Scholz, aber auch eine Chance. Guten Tag, dürfen wir Ihnen eine Frage stellen? Guten Tag, hätten Sie kurz Zeit für eine Frage? Imran Aliyev, der Journalist in Baku, ist herzlich, zuverlässig, sorgfältig. Auf seiner Website decken er und seine Kollegen immer wieder Korruptionsfälle auf. Im Bundeskanzleramt müssen Gast und Gastgeber am Mittag so tun, als hörten sie die Sprechchöre nicht. Für insgesamt 300 politische Gefangene setzen sich Menschenrechtsorganisationen ein. Dann lobt der Kanzler den Präsidenten für erste Fortschritte im Friedensprozess mit Armenien, bis es auf der Pressekonferenz die Chance gibt, nach dem verhafteten ZDF-Mitarbeiter zu fragen. Imran Aliyev berichtet von Folter, seine Familie berichtet von Verletzungsspuren, von Blutergüssen, von Folterspuren. Wann beenden Sie dieses Vorgehen? Wann lassen Sie unsere Kollegen frei? Vertreter einiger illegal aus dem Ausland finanzierter Medienorganisationen wurden von Ermittlungsbehörden festgenommen, was in voller Übereinstimmung mit der aserbaidschanischen Gesetzgebung erfolgte. Kanzler Scholz verlangt, dass unter anderem Journalisten frei und ohne Druck arbeiten können. Deshalb reden wir über Einzelfälle, deshalb reden wir über die konkrete allgemeine Situation. Und natürlich ist auch kein Geheimnis, dass wir Verbesserungsbedarf sehen, um es mal so zu formulieren. Als Aliyev die Heimreise antritt, ist abgemacht, dass er mehr Gas liefert, aber auch die Windenergie ausbaut. Zusagen, die Menschen betreffen, sind nicht bekannt. Je weniger fossile Energien man braucht, desto weniger muss man sich jedenfalls mit der Frage herumschlagen, von wem man sie bezieht und zu welchem Preis. Auch mit diesem Argument wird ja der Ausbau regenerativer Energien gefördert. Und damit geht es bei dir jetzt weiter, Hanna.
Bundestag und Bundesrat haben heute das Solarpaket beschlossen. Durch verschiedene Maßnahmen soll damit der Ausbau der Solarenergie in Deutschland beschleunigt werden. Geplant ist unter anderem, dass sogenannte Balkonkraftwerke künftig unbürokratischer installiert werden können. Zudem sollen Solaranlagen auf Gewerbegebäuden stärker gefördert und der Bau von Anlagen auf Ackerflächen vereinfacht werden. Weiteres Thema im Bundesrat war die Bezahlkarte für Geflüchtete. Nach dem Bundestag hat nun auch die Länderkammer grünes Licht für die Einführung gegeben und die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen. Einen Teil der staatlichen Leistungen sollen Geflüchtete demnach künftig als Guthaben auf die Bezahlkarte bekommen, statt wie bisher als Bargeld. Und es gab noch einen weiteren Beschluss des Bundesrats. Ab Jahresende werden USB-C-Ladekabel für elektronische Geräte wie Handys, Tablets und Spielekonsolen zur Pflicht. Durch die Vereinheitlichung soll unter anderem Elektroschrott vermieden werden. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam ein neuartiges Kampfpanzersystem bauen. Dazu haben Verteidigungsminister Pistorius und sein französischer Amtskollege Lecornu heute in Paris eine Absichtserklärung unterzeichnet. Bis 2040 soll das System den deutschen Leopard und den französischen Leclerc ablösen. Laut Pistorius geht es dabei jedoch nicht um eine Weiterentwicklung, sondern um etwas völlig Neues. Geplant seien miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die zum Teil unbemannt seien. Die USA haben ein neues Militärpaket für die Ukraine in Höhe von $6 Milliarden angekündigt. Laut US-Verteidigungsminister Austin umfassen die Hilfen unter anderem Artilleriemunition und Systeme zur Drohnenabwehr. Zudem sollen in dem Paket Raketen für die Patriot-Flugabwehrsysteme bereitgestellt werden. Das Paket speist sich aus den Anfang der Woche vom Kongress freigegebenen Mitteln für die Ukraine. In Peking hat US-Außenminister Blinken bei einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi die Unterstützung Chinas für Russlands Militär im Ukraine-Krieg kritisiert. Ohne China hätte Russland es schwer, seinen Angriff auf die Ukraine aufrechtzuerhalten, sagte Blinken. Zugleich hob er Pekings wichtige Rolle als möglicher Vermittler hervor. Auch die bestehenden Differenzen in Wirtschaftsfragen beider Länder waren Thema der Gespräche. Der Bundestag hat heute die Reform des Klimaschutzgesetzes verabschiedet, über die es in der Koalition ja harten Streit gegeben hatte. Dass künftig verschiedene Bereiche nicht mehr einzeln betrachtet werden, hilft jedenfalls dem Bundesverkehrsminister. Sein Sektor verfehlt die Klimaziele ja bei weitem. Den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist derzeit die wichtigste Aufgabe in der Klimaschutzpolitik. Daneben wird aber auch in andere Richtungen gedacht und experimentiert. Dazu gehört die Einlagerung von CO2. Also vereinfacht gesagt, das Treibhausgas darf ausgestoßen werden, etwa in der Industrie, wird dann aber sofort eingefangen und verbuddelt, bevor es in der Atmosphäre Schaden anrichten kann. Bei dieser Technologie sind die Norweger weit vorne, berichtet Winnie Hischer. Hier an der Westküste nahe Bergen will Norwegen beweisen, wie man CO2 verschwinden lassen kann. Polarlichter nennen sie das Projekt poetisch. Es ist allerdings pure Physik. Der größte CO2-Speicher Europas soll hier entstehen. Das hier sind Aufnahmetanks für flüssiges CO2, das aus verschiedenen Industrien hierher kommt. Wir machen nichts, außer es anzunehmen und zur dauerhaften Lagerung unter den Meeresboden zu pumpen. Was einfach klingt, ist ein technisch aufwendiges Verfahren. Das CO2, das wie hier zum Beispiel in einer Müllverbrennungsanlage unvermeidlich entsteht, wird vereinfacht gesagt eingefangen und verflüssigt. Per Tanklaster oder Spezialschiff wird es zur Zwischenlagerung in diese Tanks gebracht. Von dort soll es 100 Kilometer raus aufs Meer gehen. In 2600 Metern Tiefe soll das CO2 eingelagert werden. CCS heißt diese Technik, die die Norweger derzeit unmissverständlich anpreisen. Wir haben viel Platz, auch für euer deutsches CO2. Und CCS bietet große industrielle Chancen. Norwegen kann einen Beitrag zu einer umfassenden CCS-Wertschöpfungskette in Europa leisten. Die Norweger experimentieren mit CCS seit über 25 Jahren, wie hier an der Universität Bergen. Eine Frage begleitet die Technik immer. Wie sicher ist die Speicherung im Boden? Wie lange bleibt das CO2 unten?
Jedes Industrieprojekt birgt Risiken, nicht wahr? Wie sicher ist es, Auto zu fahren? Wir werden zuerst an den Orten beginnen, die wir am besten erforscht haben, also die mit den geringsten Risiken. Mehr Chance als Risiko sehen Wissenschaftler auch in Deutschland. Im tiefen Gestein der Nordsee vermuten sie bessere Speicher als in norwegischen Erdgasfeldern. Da kann man das CO2 gut rein verpressen und oben drüber liegen dann sehr viele Tonschichten, so als Deckel, die dann verhindern, dass das CO2 wieder rauskommt. Und von dieser Art von potenziellen Speichergebieten gibt es in der Nordsee sehr, sehr viele. Seit Jahrzehnten wird in Norwegen Öl und Gas gehoben. CCS erscheint Kritikern als ein nächster Freifahrtschein für diese Industrie und gegen das Klima. Wir befürchten, dass es letztendlich ein Weiter so ist, dass die Industrie weitermacht mit dem Nutzen von fossilem Gas und dann eine Entsorgungsmöglichkeit nutzt, die letztendlich auf Kosten der Allgemeinheit gilt, und zwar vom Steuerzahler bezahlt wird. Robert Habeck hat sich mehrfach in Norwegen umgeschaut. Er und die Bundesregierung wollen CCS in Deutschland erlauben. Unterm Strich gesagt, das CO2 gehört in den Boden, nicht in die Atmosphäre. Allerdings, CCS ist eine teure Technologie. In dieses Projekt steckt Norwegen 2,5 Milliarden Euro. Die andere Rechnung ist, ohne CCS wird Europa nicht klimaneutral und mit CCS auch nur vielleicht. Und jetzt geht es bei dir nochmal weiter mit Wirtschaft. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will laut übereinstimmenden Medienberichten 16 seiner 92 Filialen schließen. Demnach ist geplant, rund 1.400 Stellen zu streichen, davon 450 in der Konzernzentrale in Essen. Welche Standorte geschlossen werden, ist nicht bekannt. Details dazu sollen morgen vorgestellt werden. Galeria Karstadt Kaufhof hatte Anfang Januar einen Insolvenzantrag gestellt. Die Stahlsparte von ThyssenKrupp ist schon seit langem ein Sorgenkind des Traditionsunternehmens. Nun will ein tschechischer Milliardär mit seinem Energieunternehmen einsteigen und zunächst 20% der Sparte übernehmen. Das gab der Industriekonzern heute bekannt. Frank Bethmann, was verspricht sich ThyssenKrupp von diesem Schritt? Vor allem hofft man dadurch wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Zuletzt hatte die Stahlsparte einen Milliardenverlust eingefahren. Die Konkurrenz aus Asien ist billiger und die Umstellung auf grünen Stahl ist für ThyssenKrupp teuer und energieintensiv. Jetzt also der Einstieg eines strategischen Partners, der vor allem eines sicherstellen soll, nämlich dass der Stahlkocher künftig ausreichend mit Wasserstoff, Grünstrom und anderen Energierohstoffen versorgt wird. Nach dem anvisierten 20%-Anteil strebt die EP Corporate Group mit 50% mittelfristig eine gleichberechtigte Beteiligung an. Der Milliardär hinter der Holding, Daniel Křetínský, ist als Investor im Energiegeschäft groß geworden und gilt als einer der reichsten Tschechen. An der Börse kam das hier heute im Übrigen ganz gut an. Die ThyssenKrupp-Aktie konnte zeitweise um über 10% zulegen. Was verfolgt denn der neue Miteigentümer für Interessen? Ja, noch schwer einzuschätzen. Křetínskys Imperium ist groß, umfasst inzwischen viele Bereiche, nicht nur Energie. Ein großer Anteil am Handelskonzern Metro zählt beispielsweise dazu. Křetínský lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen. Das ThyssenKrupp-Engagement wirft jedenfalls Fragen auf, zum Beispiel, wie der ganze Wasserstoff und der grüne Strom überhaupt zu ThyssenKrupp gelangen soll. Leitungen dafür sind derzeit noch Mangelware. Vielen Dank, Frank, für deine Einschätzung. In Marl hat heute die 60. Grimme-Preisverleihung stattgefunden. Dabei gingen 5 der begehrten Auszeichnungen an die ZDF-Familie. Gewürdigt wurden unter anderem der Spielfilm Tamara über die Nachwendegeneration, die Dokumentarfilm-Trilogie Einzeltäter sowie die Dreisat-Show Bosetti Late Night. Zur allerersten Folge von Bosetti Late Night. Das Magazin Heute in Europa erhielt die besondere Ehrung des Grimme-Preisstifters. Ausgestrahlt wird die Preisverleihung heute um 22:40 Uhr auf Dreisat. Die Eisbären Berlin sind zum 10. Mal deutscher Meister im Eishockey, und zwar vorzeitig. Am Abend gewannen sie das Spiel gegen die Fishtown Penguins Bremerhaven mit 2:0 und machten die Meisterschaft damit perfekt. Für Bremerhaven endete damit ein kleines Eishockeymärchen. Der Verein stand zum ersten Mal in einer Finalserie.
Auf ihrem Weg nach Paris wurde die olympische Flamme heute an die Organisatoren der diesjährigen Olympischen Sommerspiele übergeben. In Athen fand die feierliche Übergabezeremonie statt. Morgen soll die Flamme dann an Bord des französischen Dreimasters Belém in Richtung Marseille in See stechen. Dort geht der Fackellauf weiter. Die Spiele von Paris beginnen am 26. Juli. Wenn ein Sohn Medizin studieren und Arzt werden will und der Vater dazu sagt, bist du verrückt, warum machst du nicht mit der Schauspielerei weiter, dann ist das zumindest ungewöhnlich und geschieht wohl nur in einer berühmten Theaterfamilie. So war das bei Michael Verhoeven. Schon sein Vater Paul war Schauspieler und Theaterintendant und Sohn Michael machte dann erst mal beides, Medizin und Filme. Zum Glück, denn so lernte er seine Frau kennen. Senta Berger und Michael Verhoeven, eine Lebensliebe, ein Traumpaar, mehr als 60 Jahre lang, bis in den Tod. Mit Verhoeven verliert die deutsche Filmwelt einen ihrer wichtigsten Regisseure und Produzenten. Mirjam Müller beginnt ihr Porträt mit einem von Verhoevens bekanntesten Filmen. Soll ich das, was ich denke, immer noch runterschlucken? Hat doch keinen Sinn, sich mit den Nazis anzulegen. Wir können nur überwintern. Was ist los mit dir, Sophie? Michael Verhoeven war als Filmschaffender ein Hochkaräter. Unvergessen die Weiße Rose aus dem Jahr 1982, die Geschichte des Widerstands der Gruppe um die Geschwister Scholl gegen das Hitlerregime. Mit der Sophie-Scholl-Darstellerin Lena Stolze drehte Verhoeven 1990 einen weiteren bemerkenswerten Film, Das schreckliche Mädchen. Der war sogar für einen Golden Globe und für einen Oscar nominiert. Michael Verhoeven erhielt dafür als Regisseur den Silbernen Bären. Sein Name untrennbar verbunden mit dem seiner Frau, der Schauspielerin Senta Berger. Über 60 Jahre lang gingen sie gemeinsam durchs Leben. Er war Spross der Filmdynastie Verhoeven, stand bereits als Kind und Jugendlicher vor der Kamera, wie hier im Fliegenden Klassenzimmer oder später dann in Der Pauker an der Seite von Heinz Rühmann. Bei den Dreharbeiten zum Film Jack und Jenny 1963 traf er Senta Berger. Und das knisterte schon unheimlich. Aber dass der erste Kuss ein Filmkuss sein sollte, war uns beiden nicht recht. Der erste Kuss vor der Kamera bleibt unvergessen. Von diesem Moment an sind sie ein Paar. Senta geht nach Hollywood, dreht dort mit Filmgrößen wie Kirk Douglas. Michael Verhoeven bleibt in Deutschland, studiert Medizin und besucht seine Freundin ab und zu am Set. Michael hatte das Glück oder das Pech, ganz wie man es will, immer 10 Jahre jünger auszusehen, als er eigentlich war. Und dann sagten die Helden meines Films, Mr. Douglas und Mr. Yul Brynner, sagten, oh, das ist also dein Verlobter, ja? Aha. Well, just a boy. Just a boy, aber nicht zu unterschätzen. Er arbeitet zunächst als Arzt, dann als Regisseur und Produzent und gründet mit Senta eine Filmfirma. Die beiden heiraten, werden Eltern und gelten bis zuletzt als Vorzeigepaar. Wir sind miteinander gegangen, wir haben uns miteinander entwickelt. Der Beruf war eine große Klammer, natürlich. Aber auch unser Wunsch, zusammen sein zu wollen. Die Filmwelt trauert um einen großen Künstler und Senta Berger um ihre Lebensliebe. In Erinnerung an Michael Verhoeven sendet das ZDF nachher um 0:30 Uhr den Film Zimmer mit Frühstück. Verhoeven führte Regie und in der Hauptrolle Senta Berger. Und jetzt folgt das ZDF Politbarometer. Das präsentiert Ihnen Antje Pieper. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Geheuchelte Vaterlandsliebe, Verrat, Korruption. Nur 3 der Anschuldigungen der anderen Parteien gegen die AfD gestern im Bundestag. Hintergrund sind zum einen die Spionagevorwürfe gegen einen mittlerweile festgenommenen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, Maximilian Krah. Und der zweite auf der AfD-Europawahlliste, Peter Bistron, sieht sich dem Verdacht der Geldannahme aus Russland ausgesetzt. Im ZDF-Politbarometer beunruhigt das viele.
Dass Einflussnahme und Spionage durch Russland und China im Zusammenhang mit der AfD eine große Gefahr für Deutschland darstellen, meinen 75%. Nur 20% sehen das nicht so. Die Anhänger fast aller Parteien stufen die Gefahr als groß ein. Die der AfD sehen das nicht so kritisch. Und das spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wider, bei der die AfD kaum einbüßt. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 15%, die CDU, CSU auf 30%, beide -1. Die Grünen 15% +3%, die FDP bleibt bei 4%, die AfD 17 -1, die Linke 4 +1 und das Bündnis Sarah Wagenknecht käme auf 5% -1. Reichen würde es dann realistischerweise nur noch für eine Regierung unter Führung der Union. Entweder zusammen mit der SPD oder mit den Grünen. Die aktuelle Regierung gibt derweil ein immer zerstritteneres Bild ab. So schlecht wie jetzt ist der Umgang der Ampelparteien untereinander in der ganzen Legislaturperiode noch nicht bewertet worden. 87% sind mittlerweile der Meinung, dass das Verhältnis in der Regierung zwischen SPD, Grünen und FDP schlecht ist. Nur noch 9% meinen, die Beziehung der Ampelparteien untereinander sei gut. Etwas mehr als jeder Dritte sieht die Schuld daran, vor allem bei der FDP. Die hatte Anfang der Woche mit ihrem 12-Punkte-Plan auf sich aufmerksam gemacht und damit vor allem den Streit mit der SPD angeheizt. Während beim Beharren der FDP auf der Schuldenbremse gut die Hälfte der Befragten noch mitgeht, sind nur 28% dafür, wie von der FDP gefordert, Kürzungen im Bereich Soziales vorzunehmen. 67% sind dagegen. Bei den Parteianhängern ist nur die eigene Klientel der FDP mehrheitlich dafür, Sozialleistungen zu kürzen. Trotz aller Querelen und Streitereien um den 12-Punkte-Plan, die Ampelregierung wird bis 2025 halten. Da sind sich fast 3/4 der Befragten sicher. Schauen wir auf die Politikerinnen und Politiker in unseren Top 10. Auf der Skala von +5 bis -5 nach Sympathie und Leistung landet Alice Weidel auf dem letzten Platz, -2,8, leicht verschlechtert. Sarah Wagenknecht -1,0, Christian Lindner ebenso -1,0, beide verschlechtert. Olaf Scholz kommt auf -0,6, leicht besser. Friedrich Merz kommt unverändert auf -0,6, Karl Lauterbach -0,5 verbessert. Annalena Baerbock -0,4, deutlich verbessert. Auf Platz 3 Robert Habeck, auch er -0,4, besser. Markus Söder kommt auf -0,3, verschlechtert. Und auf Platz 1 Boris Pistorius mit 1,8, leicht besser. Noch 6 Wochen bis zur Europawahl. In diesen Tagen starten die Parteien in den Wahlkampf. Der französische Präsident Macron hat gestern in seiner Europarede an der Pariser Universität Sorbonne mehr Souveränität für die Europäische Union gefordert. Dem schließen sich die Befragten im Politbarometer an. Für die Zukunft der EU würden sich 57% einen engeren Zusammenschluss der Mitgliedstaaten wünschen. Nur 25% hätten lieber mehr Eigenständigkeit der Nationalstaaten. 13% wollen, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist. Der befürchtete anstehende Rechtsruck bei der Europawahl ist für die Zukunft der EU ein großes Problem, sagen mehr als 3/4 der Befragten. Wenn schon an diesem Sonntag Europawahl wäre, dann kämen CDU und CSU im Vergleich zu vor 2 Wochen unverändert auf 30%. Die Grünen auf 17% +2, die SPD käme auf 15, genau wie die AfD, beide -1. Die Linke 3, die FDP auch 3, beide unverändert. Das Bündnis Sarah Wagenknecht käme auf 4% -1. Und die sonstigen zusammen auf 13%, denn ohne die Prozenthürde haben auch Kleinstparteien die Chance auf einen Einzug ins Europaparlament. Mit eingeflossen sind ja auch die Stimmen von 16- und 17-Jährigen, denn sie dürfen bei der Europawahl in Deutschland dieses Jahr erstmals mitwählen. Das war unser Bericht über die Stimmung im Land. Die Grafiken und alle Informationen zu unseren Umfragen finden Sie wie immer im ZDF-Text auf Seite 165, in der ZDF-Heute-App und auf zdfheute.de. Wie die repräsentativen Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen zustande kommen, Informationen zur Methodik und zu den Qualitätsstandards finden Sie unter politbarometer.zdf.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das nächste Politbarometer gibt es dann am 17. Mai. Nach dem Wetter folgte gleich die Heute-Show. Noch einen schönen Abend
Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Erneut haben wir es mit einer eingefahrenen Wetterlage zu tun. Vorher hatten wir Aprilwetter und es war zu kühl und jetzt kommt deutlich wärmere Luft an. Sie kommt nämlich aus Nordafrika und Werte bis 28 Grad sind am Mittwoch möglich. Und Sahara-Staub dann Anfang der Woche. Spätestens daran merken Sie dann, dass die Luft aus Nordafrika kommt. Schauen wir in die kommende Nacht. Im Südwesten regnet es, an der Ostsee tröpfelt es ebenfalls hier einige Schauer. Sonst ist es aber trocken. Richtung Bayern klart es auf und dort gibt es tatsächlich noch einmal Frost bis -1 Grad. Sonst ist es frostfrei, am mildesten ganz im Westen bei 7 Grad. Morgen am Vormittag bilden sich dann im Westen erste Schauer. Sonst scheint häufig die Sonne, zum Beispiel hier nach Osten hin oder in Bayern. Und zum Nachmittag werden die Schauer dann intensiver. Entlang des Rheins, Richtung Emsland zum Beispiel, sind auch Gewitter möglich. Sonst merkt man nichts davon. Weiterhin viel Sonne im Osten oder auch hier in Bayern. Und an den Alpen, da gibt es Föhn. Temperaturen dazu maximal 22 Grad im Osten und 15 Grad entlang der Küsten. Häufig Temperaturen um die 20 Grad Marke. Man merkt also, hier kommt Wärmeluft zu uns. Die nächsten Tage werden wärmer. Am Sonntag bis 25 Grad. Einzelne Schauer und Gewitter sind dabei, aber auch viel Sonnenschein. Am Montag ähnliche Temperaturen und auch Schauer im Westen. Dienstag mit Gewittern, aber dann bis 28 Grad warm. Damit einen schönen Abend.